Du bist IT-Manager in einem wachsenden Unternehmen mit 10 bis 50 Entwicklern und merkst, dass deine Projekte immer öfter aus dem Ruder laufen. Deadlines werden verfehlt, Budgets gesprengt, die Konkurrenz zieht an dir vorbei, die Stakeholder sind unglücklich. Vielleicht hast du auch schon von Agile und Scrum gehört, fragst dich aber, ob sich der Aufwand wirklich lohnt. Und in diesem Video möchte ich ja mal meine Erfahrungen als IT-Manager und Product Owner und Scrum Master mitteilen und zeige dir, warum agile Methoden wie Scrum vielleicht für dein Unternehmen ein echter Gamechanger sein können. Ich bin Patrick Beck, Gründer und Geschäftsführer der Rescale Consulting. Seit über 20 Jahren begleite ich Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation und habe schon zahlreiche Scrum-Teams geführt. Ich zeige dir, warum agile Methoden und speziell Scrum gerade für wachsende Unternehmen und mittelständische Unternehmen sehr wertvoll sein kann. Aber bevor wir uns anschauen, wie Agile und Scrum implementiert werden, lass uns mal die häufigsten Fehler betrachten. Diese 5 Fehler sehe ich bei Unternehmen zwischen 30 bis 50 Mitarbeitern fast immer. Vermischung von Scrum-Rollen. Viele Unternehmen lassen den Product Owner gleichzeitig als Scrum Master agieren oder überladen Entwickler mit Managementaufgaben. Das führt vor allem zu Interessenskonflikten und untergräbt die Effizienz des gesamten Teams. Stell dir vor, der Scrum Master, der dafür sorgen soll, dass das Team nicht überlastet und alles wirklich gut und entspannt auf der einen Seite geordnet über die Bahn geht, soll gleichzeitig der Product Owner sein, der dafür sorgen soll, dass schnell und zügig die Ergebnisse bekommen werden und von den Sorgen der Stakeholder berichtet. Das alles in einer Person zu vereinen, ist mehr eine Jekyll und Hyde Aufgabe als wirklich Teil von Scrum. Deshalb ganz wichtiger Punkt. Auch das Ignorieren technischer Schulden, also in der Hektik Features zu liefern, vernachlässigen viele Teams die Codequalität und auch die Wartbarkeit. Und das führt langfristig immer zu einer Verlangsamung der Entwicklung und erhöht die Kosten. Dann stell dir vor, du versuchst wirklich halt Features zu entwickeln, rennst aber immer wieder in Sachen, die von einem halben Jahr, einem Jahr oder wann auch immer irgendwann mal auf die Schnelle zusammengepresst wurden. Jetzt wurden da 5 Features drauf aufgebaut und die Basis ist wirklich schon in Mitleidenschaft gezogen und müsste eigentlich komplett refactored werden. Das wird aber nicht gemacht, denn es gibt Termindruck. Das führt einfach dazu, dass immer wieder Fehler aufploppen, die für dich die Kalkulation der Features und der ganzen Milestones wirklich unberechenbar macht. Denn du weißt nie, wann der nächste Brand, das nächste Feuer ausbricht, das dir deine Kalkulation zunichte macht. Manche Unternehmen picken sich nur Teile von Scrum heraus, die ihnen gefallen. Also sie führen vielleicht Daily Stand-ups ein, vernachlässigen aber wichtige Elemente wie Sprint-Reviews oder Retrospektiven, ne, die ganz besonders wichtig sind, damit das Team praktisch lernt und damit auch der Scrum Master lernt und vielleicht auch von Stakeholdern, wo man die Möglichkeit hat, das, ja, sage ich mal, zu besprechen. Auch, sag ich mal, den Scrum Master und Product Owner in ein agiles Mindset zu bringen, ist auch nur eine teilweise, also wenn man die in eine Position bringt, nur eine teilweise Integration von Scrum. Oder praktisch einen Projektmanager hinzusetzen, trotzdem aber zu sagen, das Team soll agil entwickeln. Das funktioniert einfach nicht. Und auch unklare oder sich ständige Anforderungen ohne wirklich ein gut gepflegtes Product Backlog verliert das Team einfach schnell den Fokus, ne? Und ständige Anforderungen an Änderungen und mitten im Sprint vor allem noch, das führt zu Frustration und Ineffizienz. Damit kriegst du dein Team maximal frustriert und wirst einfach nicht die Ziele erreichen, die du möchtest. Damit natürlich in Verbindung auch die fehlende Stakeholder-Einbindung. Das heißt, viele Unternehmen vergessen, ihre Stakeholder regelmäßig mit einzubeziehen. Und das führt zu Produkten, die dann einfach am Markt vorbeigehen und auch natürlich zu internen Konflikten. Denn was ist jetzt die wirkliche Wahrheit? Was wünscht sich da tatsächlich der Nutzer denn? Und wenn man wirklich und das muss man berücksichtigen, von wirklich Tag 1 versucht in 6 Monate einen Product Backlog zu pflegen. Das wird nicht funktionieren, denn du kannst nicht voraussetzen, wie deine Zielgruppe oder deine Stakeholder letztlich die Anwendung nutzen. In den nächsten 2 Monaten mit der Anwendung arbeiten, sich wünschen oder darauf eingehen. Das ist ja genau der Punkt von Agile, dass du eben agil bleibst und individuell auf die Anforderungen stetig auch eingehen kannst.
Und ich habe Unternehmen gesehen, die Hunderttausende in agile Transformation investiert haben, nur um an diesen Punkten zu scheitern. Und eine Softwarefirma führte Scrum ein, ohne die Unternehmenskultur dort anzupassen. Ne? Und das Resultat sind natürlich 25% höhere Mitarbeiterfluktuation gewesen und eine Verzögerung des Hauptprodukts um viele, viele Monate. Und der Knackpunkt ist einfach, Agile und Scrum, das sind keine pauschalen Allheilmittel. Ne? Das sind im richtigen Verständnis, also ohne das richtige Verständnis und die konsequente Umsetzung, können sie einfach noch mehr Schaden anrichten, als sie nutzen. Man muss aber jetzt keine Sorge haben. Natürlich kann man all diese Themen bearbeiten. Es gibt einen besseren Weg, wie man Scrum richtig implementiert. Natürlich mit einer klaren Rollendefinition und Verantwortlichkeit. Also das heißt die Etablierung eines strukturierten Scrum-Frameworks. Auch der Fokus auf die kontinuierliche Verbesserung bedeutet in den Retros dann zu schauen, dass man das, was man vielleicht bisher noch nicht richtig etabliert hat, dort aufdeckt und verbessert. Aber auch die Messung und Optimierung der Wertschöpfung ist auch ein wichtiges Thema. Lass uns mal darauf genauer eingehen. Die klare Rollendefinition, also definiere Product Owner, Scrum Master und das Entwicklungsteam. Trenne das und stelle sicher, dass jeder seine Verantwortlichkeiten versteht. Ne? Vermeide vor allem diese Rollenvermischung, also besonders bei kleinen Teams. Das Scrum-Framework zu befolgen bedeutet feste Sprints von 2 bis 4 Wochen, tägliche Stand-ups, Sprint-Plannings, Reviews und Retros zu implementieren. Auch die Retrospektiven zur Priorität zu machen, offenes Feedback zu fördern und auch die Verbesserungsvorschläge umzusetzen, ist einfach super wichtig. Und natürlich auch klare Erfolgskriterien für jeden Sprint zu definieren. Ne? Und diese Kundenzufriedenheit und auch den Time to Market zu messen. Das heißt, haben wir denn damit Erfolg oder nicht? Und am Ende wird irgendjemand sich hinsetzen und sagen, naja, das hätten wir auch ohne hinbekommen. Aber es ist trotzdem sehr gut, wenn man mal die Erfolge, die man damit hat, auch mal messen kann. Auch im Vergleich vielleicht zu einer anderen Abteilung, wenn man das jetzt nur teilweise implementiert. Ne? Und auf diesen Metriken basierend kannst du dann ja auch optimieren. Das heißt, was für eine Velocity, also was für eine Geschwindigkeit hat denn das Team bei der Entwicklung? Und die kann man natürlich dann auch steigern. Aber Achtung dabei, die Punkte umzusetzen, das ist natürlich nicht einfach. Das erfordert Durchhaltevermögen. So ein Scrum-Team baut sich nicht von einem Tag auf den anderen und auch nicht von einer Woche auf die andere auf. Und das erfordert oft unbequeme Entscheidungen. Und lass mich dir mal dazu ein Beispiel geben. Ne? Wir hatten ein Softwareunternehmen mit 30 Mitarbeitern und das kämpfte ständig mit Verzögerungen und unzufriedenen Kunden. Beispielsweise nach der Einführung des Scrum-Teams oder beziehungsweise von Scrum in dem Team konnten sie bestimmte Verbesserungen erzeugen. Das ist vor allem halt eine starke Reduktion der Time to Market gewesen, die Verdoppelung der Kundenzufriedenheit, gemessen an einer Umfrage, die dazu getätigt wurde, als auch natürlich an der Interaktionsrate, aber auch die Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und auch die Empfehlungsrate neuer Mitarbeiter. Denn daran kannst du schon messen, sind Mitarbeiter wirklich zufrieden dort, wo sie sind. Ne? Der Weg dahin war nicht einfach. Sie mussten ihre Organisationsstruktur komplett umstellen, intensiv in Schulung investieren und einen change-resistenten Mitarbeiter gehen lassen. Aber auch ihre Entwicklungsprozesse mussten dabei von Grund auf neu gestaltet werden. Wir sprechen hier nicht nur von der Softwareorganisation, die ja natürlich sehr unterschiedlich laufen kann, bis zu über dem Flurfunk hinweg, was ich auch schon gesehen habe, was natürlich nicht das Optimum ist. Aber betrachten wir noch mal einen wichtigen Punkt. All diese Beispiele zeigen vor allem eins ganz deutlich. Der Umgang mit Agile und Scrum, das ist mehr als nur eine Einführung von Prozessen. Es ist vor allem eine fundamentale Veränderung der Unternehmenskultur. Und hier kommt eben oft übersehen ein absolut entscheidender Faktor mit rein. Und das ist ein professionelles Change Management und Coaching. Und da ist einfach der Agile Coach super wichtig. Der kann den Unterschied machen und der Unterschied zwischen Erfolg und Scheitern hilft eben nicht nur bei der Implementierung der richtigen Prozesse, was einfach nur ein inhaltlicher Punkt ist, sondern unterstützt eben auch
das Team bei diesen Denkweisen und Verhaltensweisen, diese zu adaptieren und das Unternehmen zu verändern. Das ist ein Schlüssel sozusagen zu dieser nachhaltigen, agilen Transformation. Und in meiner Erfahrung haben Unternehmen, die in das richtige, agile Coaching investieren, ihre Transformationsziele halt nicht nur schneller erreicht und dabei weniger Widerstände erlebt, sondern es hat überhaupt erst möglich gemacht, alle Beteiligten im Unternehmen abzuholen. Erst dann waren sie in der Lage, diese agilen Prinzipien und nicht nur, wir reden nicht nur von der Sprache praktisch von, okay, man macht ein paar Dinge anders, sondern von dieser Umstellung der Denkweise. Also langfristig das auch beizubehalten und nicht bei der nächstmöglichen Gelegenheit oder dem nächstbesten Feuer, das Brand, den man löschen musste, sofort in alte Muster zurückzufallen. Und unterschätze dann niemals die Kraft von einem guten Coaching und Change Management in deiner agilen Reise. Das ist essentiell. Ne? Es kann also einfach der entscheidende Faktor sein, der das Unternehmen von so einer oberflächlichen Anwendung von ein paar agilen Praktiken zu so einer echten, leistungsstarken agilen Organisation transformiert. Und wenn du Agile und Scrum richtig implementierst, dann riskierst du nicht nur Zeit und Geld, sondern auch deine Marktposition. Und in der Welt, in der sich Technologie und Kundenanforderungen ständig ändern, kann mangelnde Agilität wirklich existenzbedrohend sein. Was können wir noch mehr tun? Um dir noch mehr Einblick in praktische Tipps für deine agile Transformation zu geben, haben wir einen umfassenden Report erstellt. Dieser Report geht tiefer auf die Herausforderungen und Lösungen ein, die wir da gerade besprochen haben. Und was findest du in dem Report? Detaillierte Analysen zu den häufigsten Fehlern bei einer agilen oder Scrum-Implementierung, Schritt-für-Schritt-Anleitungen für eine erfolgreiche agile Transformation, Fallstudien von Unternehmen, die ihre Produktivität mit Agile und Scrum signifikant steigern konnten, aber auch Checklisten und natürlich Frameworks, die du direkt in deinem Unternehmen anwenden kannst. Und wenn du an diesem Report interessiert bist, dann geh einfach auf www.rescale.ch/AAAS, also Agile as a Service, und dort kannst du diesen Report auch herunterladen. Und diese Ressourcen wird dir helfen, deine agile Reise mit mehr Zuversicht und fundierten Kenntnissen zu beginnen. Und nutze die Gelegenheit, um mit deinem Unternehmen mal einen echten Wettbewerbsvorteil zu schaffen. Und den Link dazu findest du auch in der Videobeschreibung. Agile Methoden und Scrum können für dein Unternehmen mit zwischen 30 und 150 Mitarbeitern ein echter Wettbewerbsvorteil sein. Aber es braucht eben mehr als eine oberflächliche Änderung. Es erfordert Commitment, Durchhaltevermögen und oft auch externe Expertise. In der heutigen Wirtschaft ist da Agilität kein Luxus mehr, sondern mehr eine Notwendigkeit, die in sehr vielen Branchen schon etabliert ist. Und ich wünsche mir, dass du der IT-Manager bist, der dein Unternehmen in die Zukunft führt. Und wenn du wissen willst, wie Agile und Scrum in deinem Unternehmen erfolgreich einführen kannst, ohne in die üblichen Fallen zu tappen, dann lass uns gerne sprechen. Buche jetzt dein kostenloses Strategiegespräch, klick dafür auf den Link in der Videobeschreibung oder gehe direkt auf www.rescale.ch/AAAS oder auch ohne. Trage dort deine Kontaktdaten ein, klicke auf Absenden und trete mit uns in Kontakt. Wir analysieren dann, wir beide, gemeinsam deine spezifische Situation und entwickeln einen maßgeschneiderten Plan für deine agile Transformation. So, falls dir das Video gefallen hat, like es, lass ein Abo da und bis zum nächsten Mal.